Hallöchen und herzlich willkommen zu Trikottausch Folge Nummer 14 und aus gebührendem Anlass sind wir natürlich auch entsprechend der Zahl gekleidet. Mein Name ist Dominik, das ist Jan, wir sind normalerweise auch bei OneFootball unterwegs, allerdings hier im privaten Rahmen. Was bleibt mir noch zu erzählen? Ich bin 27, du bist 28, normalerweise ist er Hertha-Fan, ich bin Dortmund-Fan. Ist egal, komm, wir fangen jetzt einfach an. Das ist also Folge Nummer 14 und sie steht auch so ein bisschen im Zeichen der Nummer 14 schlechthin, Johann Cruyff. Ja, deswegen haben wir beide unsere Ajax-Trikots an. Wir wollen deswegen jetzt kein Ajax-Special machen. Ich glaube, die Trikotauswahl hier verrät schon so ein bisschen. Sondern wollen vielmehr so einen bunten Überblick geben, was wir so innerhalb von Europa bzw. weltweit, glaube ich, sogar gefunden haben. Und was aber bis jetzt in keinen der Ligenüberblicke mit reingepasst hat. Genau, normalerweise ordnen wir unsere bisherigen Sendungen ja so, dass wir sehr strukturiert nach den Ligen gehen. Allerdings muss man ja fairerweise sagen, da kommen wir auch gleich zum Quiz der Woche, gibt es ja auch Vereine, die eventuell nicht in den Top-Ligen unterwegs sind, aber dennoch sehr, sehr feine Trikots schneidern bzw. schneidern lassen. Ja, jetzt hast du das Quiz der Woche schon angesprochen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Schwerste ist, was du mir zumindest bis jetzt hier serviert hast. Also Club Amerika habe ich noch erkannt. Und dann bin ich mir aber schon gar nicht mehr sicher, ob das Heim, Auswärts oder vielleicht das dritte ist. Mir ist tendenziell eher so als. ah, Also, also ich bin jetzt doch tendenziell eher beim Heimtrikot, wenn man sich auch an den Farben im Logo orientiert. Und bei der Jahreszahl kann ich aber nur grob schätzen. Und also vom Schnitt her würde ich sagen, ist es schon relativ modern, auch noch mit dem Ausschnitt hier oben. Ich sag mal 18, 19 Heimtrikot. Also Heimtrikot, Club Amerika, alles richtig. 1920 wäre Ah. es gewesen. Man muss. Oh nein! Jetzt kommt der Geistesblitz. Oh, aber wirklich. Also, ich habe es hier gerade angesprochen und das ist auch genauso bei dem Hertha-Heimtrikot von 1920. Nicht bei 18, 19. Oh eh. Wir haben Oh es je. live auf Kamera, live auf Ey. Tape sozusagen. Was können wir noch zu dem Trikot sagen? Also wie gesagt, wunderschön, allerdings auch plakatiert wie eine Litfaßsäule. Das ist wirklich der Wahnsinn in Mexiko. Aber da muss man auch sagen, da hat jemand Humor bewiesen. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Wenn man dieses Trikot nämlich umdreht, also wie gesagt, wir haben das hier nochmal. Übrigens, Chile hat ja sowas ähnliches dann auch nochmal aufgenommen und Club America hat mehrere von diesen Fancy-Trikots. Und wenn wir das Ding jetzt einfach mal hier kurz umdrehen, steht einfach unten auf dem Hintern Caliente. Caliente. Und das ist ja wohl der absolute Kracher zu diesem Trikot. Unsere Weltreise startet in Glasgow und beginnt mit die meisten wissen hoffentlich jetzt schon Bescheid. Es geht um Celtic und ein Traum in dunkelgrün. Ja, und ein Trikot, das auch eindrucksvoll beweist, dass manchmal weniger mehr ist. Absolut. Also wenn man sich dann noch vorstellt, dieser komplette Look wird in den Stutzen und in der Hose auch nochmal mit übernommen und alles in Gold als Akzentfarbe. Wunderbar. Das ist die Definition von edel. Gerade auch noch Ja. mit der vereinfachten Form des Logos. Da passt vieles, da passt alles. Also ich könnte mir vorstellen, das ist ein Kassenschlager. Ja. Ein Trikot, bei dem nicht nur Pepe als verrückt gelten könnte, wenn er das schön findet. Wir kommen zum FC Porto. Genau, und damit auch zu einem Verein, auf den die Celtic-Fans wiederum nicht so gut zu sprechen sind, seit dem verlorenen, damals ja noch UEFA-Cup-Finale von 2003. Aber ich glaube, wenn sie das neue Auswärtstrikot von Porto sehen, dann müssen sie ihn vielleicht doch so ein bisschen vergeben. Also wir waren eben schon bei Gold, auch bei Porto haben wir jetzt wieder goldene Akzente, sogar das Logo gülden eingefärbt. Hintergrund ist interessant gemustert, so ein bisschen gepunktet. Mhm. Ähm, Auch das wieder total schön. Die Ärmel setzen sich farblich noch ein bisschen ab. Schulterpartie genauso. Das macht auf mich einen ebenso edlen Eindruck wie auch das Away von Celtic. Interessanterweise muss ich mal kurz dazu sagen, ist das Trikot jetzt ja von New Balance hergestellt und nicht Adidas oder Nike oder Puma. Hm. Und das finde ich irgendwie interessant, dass sich jetzt viele Designer wohl gesagt haben, da können wir uns darauf verständigen, wir machen irgendwas mit goldenen Akzenten. Das finde ich irgendwie erstaunlich, dass ausrüsterübergreifend stattfindet. Das sieht halt gut aus. Ne? Ja, So, von ganz viel Gold kommen wir jetzt zu Tottenham, die oh, das tut aber auch weh. in den Also die letzten Jahren ja Spurs-Fans kurz. gar nichts Güldenes gesammelt haben.
Also Titel oder wie man in England sagt, Silverware. Gut, ist nicht Gold, aber es geht um Trophäen. So, Tottenham gewinnt nichts, darum geht's. Wobei ich schon finde, dass sie für dieses Trikot, für dieses Away-Trikot, hätten sie durchaus einen Titel verdient. Ja? Ja. Also je öfter man drauf schaut, also wir hatten gerade das Thema Gold, das hat Tottenham nicht übernommen. Dafür alles andere von allen Trikots auf dieser Welt. So sieht das für mich ein bisschen aus. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Also wahrscheinlich gewöhnt man sich mit der Zeit dran. Auch so ein bisschen, die haben auch nicht nur alles übernommen, was auf dieser Welt rumhampelt, sondern auch was darüber hinausgeht. Ne? Es hat so einen sehr kosmischen Eindruck. Ja. Ein Kollege hat letztens von den Hütern der Galaxie jetzt gesprochen. Aber ich finde das cool. Also ich meine, ich finde auch das Away von Leipzig cool, was ja auch so Das ist auch so ganz wild. genau in dieselbe Richtung geht. Und ich finde es auch sehr konsequent, dass dann auch der Hauptsponsor, das Nike-Logo und auch das Vereinslogo sich auch in einer doch eher aggressiven Farbe abheben. Als wäre das nicht schon aggressiv genug. Ja, und nein, aber ich finde, es passt halt einfach so in diesen Gesamtkontext. Es ist so es ist ein kontrolliertes Chaos. Und es ist alles irgendwie aufeinander abgestimmt. Und das finde ich sehr schön. Auch, dass es nicht an den Ärmeln endet, sondern über die Ärmel hinübergeht. Man hat nur ein paar nur dezente Seitenstreifen und eben an den Ärmelenden und am Kragen. Aber ansonsten zieht sich dieses Muster komplett über das Trikot und ich finde das so stark. Und ich bin nicht mal Tottenham-Fan. Ein Trikot als Schrei. Wir bleiben in der Liga. Jetzt bräuchte ich theoretisch aber meine Kamera, um ein cooles Selfie zu machen. Denn dieses Trikot, zu dem wir jetzt kommen, erinnert mich doch sehr stark an eine Social-Media-Plattform. Ja, von welcher du da wohl sprichst. Ja, das neue Auswärtstrikot von Manchester City ist auch wieder eines der Trikots, was mir besonders gut gefällt. Es ist vorrangig weiß als Basis und hat dann wenige Applikationen, aber diese Applikationen sind angenehm bunt in so einem Farbverlauf von, ich weiß nicht, pink über lila, über hellblau zu einem dunkelblauton. Und ja, es hat wirklich was von Instagram. Es hat aber auch wirklich so eine reflektierende Note mit drin. Und das hatten wir auch schon mal beim Barcelona-Trikot, bei einem der Barcelona-Trikots als Thema. Gefällt mir persönlich wirklich sehr gut. Und bei City, muss ich sagen, gefällt es mir sogar noch besser. Es ist auf jeden Fall ein erfrischender Look, das muss man an der Stelle auf jeden Fall mal festhalten. Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, gut, als Away-Shirt muss man ja auch nicht immer unbedingt den Wiedererkennungswert haben, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das nicht vielleicht nochmal so ein Puma-Template werden könnte, wo Puma irgendwann sagt, das hat so gut funktioniert, das kriegen jetzt gefühlt alle anderen auch nochmal ein Third oder so, deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch, aber jetzt so für den ersten Blick sieht es auf jeden Fall angenehm aus. Die Frage ist ja, ob sie das dann auch in denselben Farben machen würden oder ob es diese Farben extra nur für City gibt. Es hat ja so, wenn man sich diesen Farbverlauf anschaut, es erinnert auch so ein bisschen nicht nur an Instagram, sondern auch an das ursprüngliche Logo von der Super League, die mal so für eine Woche lang Thema war. Genau. Und da war City ja auch mal Gründungsmitglied. Ist jetzt die Frage, ob das nur Zufall ist oder Wo kommt's her? Zufall. Wir bleiben nochmal in der Liga. Und ja, jetzt bei näherer Betrachtung muss ich auch zugeben, vielleicht sticht hier wieder so ein leichter 1860 München-Vibe wieder durchs Trikot. Ich persönlich fand allerdings West Ham auswärts für diese Saison ziemlich cool. Denn man hat sich gesagt, okay, wir konzentrieren uns ein bisschen mehr auf das, auch Sky Blue, orientieren uns tatsächlich sehr stark am aktuellen Löwenlook, das muss man auch sagen. Aber die weinroten Akzente machen das Trikot, finde ich, dann schon wieder zu einer runderen Geschichte und man hat ja gerade im englischen Fußball, auch mit Aston Villa, Burnley ist es glaube ich noch, West Ham hatten wir schon gesagt, wahrscheinlich noch eine vierte Mannschaft, auf die ich jetzt gerade leider nur nicht komme, die alles dieses himmelblau-rote haben und West Ham hat jetzt einfach gesagt, wir kehren das um und dazu auch dieses neue Logo, was nicht von jedem gemocht wird. Ich persönlich finde es aber eigentlich ganz cool, weil es auch so jetzt, finde ich persönlich, einen höheren Wiedererkennungswert hat. Zu guter Letzt haben wir noch ein Trikot aus der Prem. Nein, nicht nochmal. Wir wollten ja eine kleine Weltreise machen und dafür müssen wir jetzt Europa wirklich mal verlassen und begeben uns nach Südamerika, nach Brasilien, wo wir in Belo Horizonte ein richtiges Schmuckstück gefunden haben. Ne? Schönste Trikot. Lege ich mich komplett fest. Also wir hatten zwar 1860 mit dem Auswärtstrikot, schönste Trikot. Das darf ich sagen oder möchtest du kurz sagen? Ich überlasse das gerne dir. Du sprichst ja für uns beide. Ja, es hat ein Fan designt. Und also das ist leicht beige, das ist leicht golden, das ist so würdevoll
und gleichzeitig so eine Hommage an die eigene Stadt, indem man einfach den kompletten Bezirk als Karte, aber nur als leicht angedeutete Karte aufs Trikot packt. Dazu hat man, weil es eben Atlético Mineiro ist, auch dieses relativ klassische Logo ja auch. Das ist ja auch einfach, sag ich mal, gehalten. Dann Le Coq Sportif noch als Ausrüster, was auch sehr selten vorkommt. Aber so ein wunderschönes, wunderschönes Trikot und dementsprechend auch wenig überraschend. Das Ding soll, glaube ich, nach einer Stunde oder so ausverkauft sein. Ihr könnt es ja über Twitter gerne nochmal probieren. Wir hatten nicht mal die Chance überhaupt, das zu versuchen, aber ich würde sagen, es ist auch ein sehr würdiger Abschluss für unsere kleine Weltreise heute. Absolut. Der Fulke-Dwenke der Woche spricht, naja gut, er wird nicht Portugiesisch sprechen, aber die Überleitung wollte ich jetzt mir nochmal gönnen, von Brasilien auf Portugal. Aber tatsächlich kommt der Fulke-Dwenke aus den Niederlanden. So scheint es auf jeden Fall, ja. Aber er trägt ein Porto-Trikot und er trägt nicht nur das Porto-Trikot, sondern er trägt auch Heimtrikot, er trägt auch die passende Hose, die passenden Stutzen. Geht damit sogar joggen. 10 von 10. 10 von 10. Damit sind wir wieder bei unserer beliebten Rubrik Storytime angelangt und die Bühne gehört dir. Dankeschön. Gar keine weiteren Worte, einfach. Ja, wir bleiben unserem bunten Motto Around the World, Mr. Worldwide 1 and 2, bleiben wir hier treu. Willst du jetzt Pitbull, wirklich? Mr. Worldwide! Na gut. Vielleicht. Na gut. Ja. Und Pitbull, wenn ich mich nicht komplett irre, kommt aus den USA. Vielleicht hat er auch spanischsprachige Wurzeln, ich weiß es nicht, ich höre nicht mal seine Musik. Ich weiß nur, dass er Mr. Worldwide heißt. Auf jeden Fall geht es weiter mit einem Heimtrikot der US-Amerikaner. Und ich darf es jetzt zwar vorstellen, aber es ist gar nicht meins. Ja? Das habt ihr vielleicht schon mal mitbekommen, dass wir hier nicht immer nur unsere eigenen Trikots vorstellen, sondern auch milde Gaben hier zur Schau stellen. Und das in dem Fall ist einmal mehr von unserem Chef bei OneFootball, von Benny Kulov. Danke nochmal dafür. Und dementsprechend kann ich gar nicht so viele persönliche Anmerkungen zu dem Trikot machen. Das Einzige, oder was mir halt spontan zu dem Trikot einfällt, ist, natürlich, die US-Amerikaner haben es bei der WM 2014 getragen, haben da auch eine echt gute Rolle gespielt, ne? Waren ja in der deutschen Gruppe, sind bis ins Achtelfinale gekommen, wo sie dann an Belgien gescheitert sind. Ich glaube, im Regen noch, in dieser Regenschlacht von Recife. Genau, das war das Spiel gegen Deutschland und das ist nämlich auch das, eine von zwei Erinnerungen, die ich ganz besonders an dieses Trikot habe. Also zum einen erinnere ich mich, dass John Anthony Brooks für die US-Amerikaner, ne, der Herr Tana aus unserer Jugend, natürlich für die US-Amerikaner ein ganz wichtiges Tor gemacht hat. Und dann erinnere ich mich vor allem an das Spiel gegen Deutschland, die Regenschlacht, du hast es angesprochen. Ich war seinerzeit zu einem Geburtstag und es war auch bei uns eine Regenschlacht. Wir haben gegrillt und letzten Endes war es trotzdem ein Fest und sowieso an die WM 2014 immer mal wieder zu denken, ist immer wieder schön. Ich glaube auch für die US-Amerikaner, weil sie wirklich ein gutes Turnier gespielt haben. Und natürlich mit Jürgen Klinsmann, der jetzt irgendwie so ein bisschen zum Stammgast wird bei uns. Damals als Trainer der US-Amerikaner, wirklich auch mal ein guter Trainerjob damals von ihm. Soll auch vorkommen. Und ja, ich glaube, das ist eigentlich alles, was es so zu diesem Trikot zu sagen geht. Das Einzige vielleicht noch, dass auch die US-Amerikaner damals so mit dem alten Logo gespielt haben. Das wurde dann, ich meine, 2015 gewechselt. Ich glaube, irgendwann bringe ich meine Schlafmaske mit. Mal schauen. Ich schaue jetzt zum ersten Mal nach rechts und entdecke... Da hängt ja noch gar nicht das Trikot. Entdecke ich noch gar nichts. Na gut, alles klar. Dann mache ich mal. Denn wir sind ja schon wieder beim Quiz der Woche angekommen. So sieht's aus. Und da darfst du jetzt einen sehr ausführlichen Blick zu deiner Rechten werfen. Und es steht auch schick. Also auf jeden Fall ist es schon mal schick. Ja, und es steht auch im Zeichen der internationalen Reise, auf die wir uns hier begeben haben. Und die dann jetzt auch an der Stelle vorerst endet. Ja, wir werden das dann nächste Woche wie immer auflösen. Ja, Fortuna Düsseldorf, ein schönes Trikot geschneidert, du, wa? Also von denen kommt mir garantiert kein Trikot in den Schrank. Nein, aber Dominik hat jetzt wie immer eine Woche Zeit. Ihr dürft uns auch gerne mit Antworten überfluten. Ansonsten auch, Entschuldigung, dass ich dich da kurz unterbreche. Es geht gar nicht. Ja, es ist eine Riesenfrechheit. Falls ihr mal richtig krasse Trikots spottet,
möglicherweise, auch da, wenn wir arbeitsbedingt eigentlich auch gefühlt auch das noch irgendwie scannen. Falls ihr coole Hinweise habt oder einfach mal auch coole Stories habt zum Beispiel, worüber man vielleicht mal sprechen könnte, sprechen sollte, wie auch immer her damit. Wir versuchen dann entsprechenden Stoff hier zu organisieren, damit ihr auch Stoff entsprechend im wahrsten versorgt Sinne seid. des Wortes, ne? Exakt, Ja. genau. Weil das ist die Bühne dafür. Das ist, hier wird da genau über sowas gesprochen. Wenn Genau. wir denn davon Wind kriegen. Wenn wir davon Wind kriegen, Ja. genau. Ja, ansonsten geht das Übliche, ne? Liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Teilen. Ja, Auch mal den Großeltern erzählen. Genau, auch eure Oma Dieses zeigen. YouTube. Ja. So, Ja, und ansonsten war's das für heute, ne? genau. Ciao, tschüss.